Ja. Und wir haben doch eine Dreiviertelstunde. Ja. Manchmal ändern die sich ja wieder. Ja, aber da müssen wir gleich mal. Prognose. Ja. So, Stream läuft übrigens hier. So, sind wir drauf? Wir sind drauf. Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Ich bin hier am Bubenderufer und schaut mal, wer bei mir ist. Viele von euch kennen ihn aus dem Chat. Ballonpilot Arthur und die Ute. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, und kaum ist Arthur da, holt er seine Wetter-App raus und sagt, so 17:30 Uhr, da haben wir aber hier noch ein Thema. Könnte an uns vorbeiziehen. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Ja, aber noch ein bisschen. Ich glaube, ich werde gleich die Zeit nutzen, solange du hier bist, dass ich noch mal schnell zum Auto gehe und zumindest den Schirm für einen Notfall hole. Ist sicherer, ja. Ist sicherer und du weißt ja, wenn man ihn dabei hat, braucht man ihn nicht. Ne? Ja, das ist so. Ne? Von da hinten kommt eine Maersk, ich weiß jetzt gar nicht mehr den Namen, das ist eine ehemalige Hamburg Süd. Ja, und dann geht die AIDA Perla raus um 17 Uhr. Und um 18 Uhr die Hanseatic, wer ist das, Spirit oder Inspiration? Ich glaube, die Spirit ist das, ne? Ja. Ja, und ich würde jetzt sagen... Monte Alto ist das, die kommt. Die Monte Alto, ganz genau. Deshalb würde ich sagen, ich nutze jetzt mal, bevor das losgeht, ich schalte mal hier einfach auf die andere Kamera und lasse euch mal hier einen kleinen Moment allein und hole noch mal ganz schnell einen Schirm. Einfach mal so für Notfall, ne? Arthur, du hast das alles im Griff hier. Ja. Ich bin sofort wieder da. Alles klar. Geht gleich weiter. Geht gleich weiter. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Schirm gut, alles gut. Und dann können wir mal rumschwenken auf das erste Objekt der Begierde. Da kommt sie. Ja, sonst höre ich mich selber. Ja. Ja, schön, dass ihr alle dabei seid.
Also ich habe geplant, heute die beiden Kreuzfahrer zu machen, dann hier die Maersk nehmen wir mit. Und ja, heute Abend sind wir natürlich alle ein bisschen Bielefeld, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Arthur, Bielefeld schafft das. Arthur, ich habe jetzt mal eine Frage an den Wetterfrosch. Wie kann es sein, dass wir heute bei der ganzen Technik es irgendwie nicht hinkriegen, mal zumindest diese Regenfelder so halbwegs zuverlässig ein paar Stunden im Voraus vorherzusagen? Das ist ganz einfach, weil sich das Laufen verändert. Du siehst jetzt im Radar, siehst du irgendwo eine Zelle. Ja. Du packst die alles ein und 5 Minuten später fällt die komplett zusammen. Ja? Und das kannst du nicht vorhersagen, sowas. Und genauso ist es umgekehrt. Du siehst im Radar nichts, auf einmal bist du nass. Ja. Ja, und kenn ich. Die Wetterlagen kann man nicht vorhersehen. Ja. Das ist mittlerweile so. Ja. Da kann man noch so viele gute Computer in den Wetterdiensten haben. Ja. Es geht einfach nicht. Ich hatte mal gehört, dass zu Zeiten von Corona die Wettervorhersagen etwas schlechter geworden sind, da denen Daten von den ganzen Flugzeugen und so fehlten. Ja. Hat sich das denn alles so wieder stabilisiert? Also ich habe fast das Gefühl, dass es immer schlimmer wird mit dem Wetter. Oder liegt das daran, weil ich sensibler bin durch die Streams? Nein, wir haben einen Klimawandel, der auf uns zukommt. Und das sind alles diese Faktoren, die da mit reinspielen. Ja. Das war einfacher mit dem Wetter und es wird immer schlimmer. Ich habe 23 Jahre lang Ballon gefahren. Ja. Am Anfang war das viel, viel ruhiger gewesen alles und zum Ende hin ist es immer unberechenbarer gewesen. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich es hinter mir habe jetzt. Ich muss mal eben die Kamera drehen, weil die Fähre kommt. Das war da nicht... Ja, muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viele Menschen mitfilmt. Ja, ja. Na, deshalb drehe ich die dann immer mal weg. Ach, das ist die Lufthansa-Fähre. Ja, die Lufthansa mit dem. Seid ihr da zufällig mitgefahren? Nee. Die hat ja vorne. 380 drauf. Nee, ja. und wenn du drin sitzt, ist vorne die Fähre wie ein Cockpit. Also ja? wenn du in der ersten Reihe unten drin sitzt, hast du ein Cockpit davor. Siehst du? Ja. Super, ja. Das ist ganz witzig. Das ist echt ganz witzig, ja. Ja, Mensch, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Lust, ein bisschen Schiffe gucken. Ja. 99 Luftballons von der Kackbratze. Ja. Fährst du denn noch Ballon? Nein, seit 1,5 Jahren jetzt ist bei mir der Ruhestand eingekehrt. Ja. Ich habe so 1130 Fahrten hinter mir und mit dem 70. war Schluss, weil ich habe es gewerblich gemacht. Bin für ein Luftfahrtunternehmen gefahren und das geht nur bis 70. Okay. Und dann habe ich auch gesagt, privat ist auch jetzt Schluss, ja, weil es doch mir körperlich ein bisschen Arbeit ist viel und man wird nicht mehr jünger. Ja, das ist so. Sag mal, eine Frage. Ich habe ja immer mal überlegt, ob ich mal eine Ballonfahrt über Hamburg mache. Hat man da oben Empfang? Schlecht. Ja, das sind so die untersten 200-300 Meter gehen. Ja. Und ich habe schon Empfang gehabt in 1000 Meter und 2000 Meter und 400 Meter nicht. Ja. Ja. Liegt immer daran, wo du gerade bist, wo die Masten sind, jetzt wie sie abstrahlen. Aber ein Livestream aus dem Ballon ist schwierig. Ich habe immer so Live-Videos gemacht über Facebook, wenn ich so kurz nach dem Start bin oder wenn ich mal so nicht allzu hoch war. Ja. Aber es gibt in der Höhe Probleme. Also für den Livestream, ich habe das schon mal mit dem Planespotter auch versucht gehabt, ja, aber haben wir es sein gelassen. Schade. Ja, die Masten, die sind wahrscheinlich auf seitliche Abstrahlung ausgelegt. Ist ja auch klar, normalerweise braucht ja da oben niemand großartig jetzt Empfang. Ne? Ja, wenn die Fähre gleich weg ist, können wir auch mal in die Luft gehen. Dann kann Arthur auch die Luftsicherung hier übernehmen. Genau. Ja. Ja, der Berber sagt, man soll sich einfach mal ein bisschen auf die menschlichen Sinne verlassen und nicht nur auf die Technik bei der Wetterbeurteilung. Ich glaube, da ist ein bisschen was dran, oder? Genau so ist es. Als ich meinen Pilotenschein gemacht habe, hat mein Ausbilder gesagt, Wetterprognose hin, Wetterprognose her, mach's Fenster auf und nimm den Kopf raus und guck nach oben, hat er gesagt. Und das stimmt. Das ist ganz komisch. Ich merke das bei unserem kleinen Rüden. Der ist extrem wetterfühlig. Ja. Und 2 Stunden bevor es anfängt zu regnen, verkriecht er sich. Hat er keinen Bock drauf. Die Sonne scheint noch, aber der merkt, da kommt irgendwas. Ja? Vom Luftdruck her wahrscheinlich, der sich dann ändert, das spüren die Tiere natürlich noch mehr. Ja. So, jetzt können wir gleich hier wieder... Ups. So, und dann kann ich schon mal gleich die Drohne fertig machen.
Und solange hier keine Fähre ist, können wir die dann auch gleich schon mal in die Luft bringen. Du, immer wie es ist, also wenn genug Platz ist vom Boden, aber ansonsten auch aus der Hand. Ne? Aber die muss erstmal starten und ihre Satelliten finden. Ja, schön, dass wir auch noch ein Containerschiff haben. So. Ja, ich habe schon gesehen, Fairplay 91 ist, glaube ich, dran an der Maersk. Und, ach guck mal, da ist noch eine Drohne. Müssen wir ein bisschen gucken. Ich glaube, Peter ist dran. Aber gut, ich fliege eh hier zur anderen Seite rüber. Insofern passt das ganz gut. So. So, Kabel anstöpseln. Lässt du die einfach stehen? So. Ja, ich lasse die da so ein bisschen an der Seite stehen. Ne? Ja. Da stört sie keinen und da bin ich auch relativ safe, was so Schiffe angeht. Ne? Du darfst ja keine Schiffe überfliegen. Ja. Beziehungsweise es gilt diese sogenannte 1:1-Regel. Also wenn du 30 Meter hoch bist, musst du 30 Meter Abstand halten. Ja. Was nicht heißt, wenn du 5 Meter hoch bist, nur 5 Meter Abstand halten. Ne? Das funktioniert nicht. So, aber ich gucke mal, ob wir ein Bild haben. Ja, haben wir. Und da geht es dann auch schon los. Ach guck, da ist doch gerade die andere Drohne uns einmal ins Bild geflogen. Ja. Ja. Na. Aber da, wo ich bin, da bin ich eigentlich relativ safe. So. Ja, Wind ist relativ wenig, das ist immer das Schöne. Also es war ja gestern Abend auch die halbe Miete. Es war verhältnismäßig kalt, wir hatten irgendwie so 11, 12 Grad gestern Abend, aber dadurch, dass wir keinen Wind hatten, war das ganz gut erträglich. Das ist richtig angenehm heute. In Rotterdam habe ich, da habe ich richtig mitbekommen, wie es ist, wenn dir der Wind ordentlich um die Nase pfeift. Ne? Guck, Toni ist auch da, from Portugal. Alle üblichen Verdächtigen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, schön, schön. Ja, es sind einige auf der Perla. Also wer auf der Perla ist, ihr müsst nachher so ein bisschen schauen. Wir sind am Bubendei-Ufer, also auf der Backbordseite. Da findet ihr uns. Ja, hier schreibt gerade MacGame, interessant ist die asymmetrische Anordnung der Brücke. Ja, du hast recht. Guck mal, die Steuerbord-Nock ist kürzer als die Backbord-Nock. Ist in der Tat interessant. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen oder ist mir zumindest so noch nicht aufgefallen bisher. Das ist krass, worauf die Zuschauer immer achten, auf die ganzen Details. Ne? Man selber guckt halt, dass man irgendwie ein Bild hinbekommt und kann gar nicht so sehr auf das letzte Detail achten. Dennis ist auch da von der Elbcam. Malte ist da, unser Kanalsteurer. Ja,
Hauptgrund für die Drohne war ja, dass uns immer die Fähren dann vor die Nase fahren, genau, wenn gerade ein Schiff kommt. Ja, ich habe auch eben schon die neue gelbe Fähre gesehen. Ach, guck mal, da kommen auch unsere Freunde von den Ripp-Piraten angedüst. Mal gucken, ob die noch eine kleine Runde hier drehen für uns. Oh Jungs, nicht so dicht. Nicht so dicht. Ja, da winken sie schon. Nicht so schnell hier! Ja, irgendwann will ich das auch mal machen. Hättest du da Bock drauf, Arthur? Nee. Nee, wäre nicht deins? Einfach zu schnell. Ja, aber die machen nicht ganz so eine dicke Welle. Das ist etwas überschaubarer. Ja, ist ganz lustig. Die haben uns letztens angeschrieben, die Ripp-Piraten, und meinten, ob wir denn einen Plan hätten, wo sie sehen können, wann wir live sind. Die wissen, wie man Marketing macht. Ja, ne? Gut. Kostenlos ein bisschen Airtime abgegriffen. Das ist auch eine Win-Win-Situation im Endeffekt. Ja, ach du. Aber ich sag mal, für alle Unternehmen, die hier im Hafen so tätig sind, da macht man dann ja auch gerne Werbung. Ne? Profitieren doch alle davon. Ja, ja, eben, ne? Auf jeden Fall. So, da haben wir die Maersk Monte Alto mit Peter vorne dran. Ich weiß gar nicht, wo die hingeht. Geht die zu, ich glaube, zum Eurogate, ne? Also die meisten Maersk gehen ja zum Eurogate. Zwei Drohnen da. Ja, ja, es sind insgesamt 3 Drohnen hier in der Luft. Till meint, ich soll Arthur mal ein Mikro geben. Ja, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt, aber wenn die gleich durch ist, dann kann ich dem Arthur gerne mal ein Mikro geben. Dann kann der ein bisschen mitsabbeln. Pass mal auf, wir machen das mal so. Ich lege mal das an die Seite, ich hole mal schnell ein Mikro. Sind zwar Ferien irgendwie Anfang an gehört, aber Hätte ich natürlich auch mal geistesgegenwärtig vorher schon machen können. So Arthur, jetzt kannst du ein bisschen mitsabbeln. Gut, dann fange ich mal an zu sabbeln. Ja, was wollt ihr denn hören? Also, wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter bei euch wird, dann fragt doch einfach mal den Arthur. Ganz einfache Antwort. Tagsüber hell und nachts dunkel. Ganz einfach, überall gleich. Es gibt ja mittlerweile viele Wetterspezialisten, die auf ihre App schauen und alles dann von sich geben, was da drin steht. Und da muss man natürlich sehr vorsichtig sein bei den Wetter-Apps. Ja. Ich glaube, das Problem sind die verschiedensten Wettermodelle, die so verwendet werden, oder? Ja, ja. Wo ist da? Es gibt und manche sind kostenlos, manche kosten Es gibt ja jeder Geld. Wetteranbieter macht ja nicht nur ein Wettermodell, sondern die haben viele Modelle, die in ihre Vorhersage einfließen lassen. Ja. Und dann gibt es halt so eine Schnellübersicht vorne auf der Seite, da steht dann drauf, um 14 Uhr kommt Regen, als Bild dargestellt. Ja. Ja, ja. Aber man muss ein bisschen genauer sehen, da sieht man aber nur, dass da ein Teil in der Prognose drin steht. Wenn man dann mal das Radarbild sieht,
sieht man, dass es vielleicht ein paar Spritzer sind überhaupt. Ja. Deswegen, also nicht immer das sowas wiedergeben, was da vorne auf der App drauf steht, sondern erst mal gucken. Ja, vor allem was die auch Standard-Apps, die dann so bei den Smartphones dabei sind. Ne? Ja. Also ich benutze schon jahrelang ein Schweizer Modell, Meteo Blue. Das habe ich sogar als zweite Wetterprognose beim Ballonfahren immer benutzt. Wir mussten ja vom Deutschen Wetterdienst PCMet nutzen, das war ja bei uns Pflicht. Aber man guckt sich immer noch andere Modelle an und da war das Schweizer Modell von Meteo Blue ist sehr, sehr gut. Okay. Gibt es eine kostenlose Version und eine ganz tolle Darstellung, das ist schön. Und ihr seid jetzt aber einfach ein bisschen zum Urlaub hier, ne? Ja, so ein paar Tage. Morgen treffen wir uns noch mit Freunden in Heiligenhafen. Oh, Heiligenhafen, da war ich als Kind öfter im Urlaub. Ja. Ja. Aber war schon Jahre nicht mehr da, Aber ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Ich hoffe, meine Mutter hört jetzt nicht zu. Meine Mutter hatte damals so einen R4, Renault R4. Ja. Und da sind wir mit meiner Mutter vorgefahren, weil mein Vater noch ein paar Tage arbeiten musste. Wir Kinder in dem Auto und sind dann Richtung Heiligenhafen gefahren. Und irgendwann war sie der Meinung, dass sie sich verfahren hatte, hat mein Vater angerufen und gesagt, wo sind wir denn hier? Und da meinte mein Vater, ja, wo bist du denn? Was zeigen denn die Schilder? Ne? Ja, hier steht Dortmund, nächste Abfahrt. Das war die falsche Richtung. Habe ich bis heute nicht vergessen. Das war natürlich, ja, für meinen Vater war das natürlich, oh Gott, wie kannst du nur. Na? Ja, als meine Kinder noch klein waren, da hatte ich derzeit einen Wohnwagen gehabt und da waren wir oft auf Fehmarn gewesen. Das war immer für die Kinder schön Urlaub. Camping, die Kinder konnten den ganzen Tag draußen sein, herrlich. So, irgendwo habe ich im Chat eben gelesen, dass Perla sich auf 17:30 Uhr vertagt hat. Ja, das warten wir einfach mal ab. Ne? Gucken wir mal. Hier fährt gerade ein Lotse los. Die geht vorwärts rein jetzt, ja? Die geht vorwärts rein, die ist ja nicht so lang. Was wird die haben? Etwas über 200 Meter, 250. Ich weiß gar nicht, wir hatten es bestimmt eben im Chat. Das sieht gut aus. Ich will mal rein jetzt. Ja, die geht da vorwärts in den sogenannten Parkhafen rein. Ja, Sebastian hat es nochmal rausgesucht. 272 Meter ist sie lang, 40 Meter breit. Fährt aktuell etwas über 5 Knoten unter der Flagge von Singapur und kommt jetzt aus Rotterdam, wo ich vor ein paar Tagen noch war. Also da bekommen wir leider kein Manöver mit. Ja, ja, beide Drohnen zusammen hier oben. Kommt die Lufthansa-Fähre wieder. Ja, der A380. Den muss ich noch mal fotografieren von vorne.
So, dann haben wir auch einen Kasten. Kann man das von außen sehen mit dem Cockpit? Ja, Sebastian hat noch 2 Schlepper da an der CMA CGM entdeckt. Keine Ahnung, ob die gleich rausgeht oder ob die vielleicht noch verholt. Werden wir sehen. Die Tivoli ist das. Danke, Sebastian. So, ja, wenn die Perla aber noch ein bisschen hat, dann werde ich auf jeden Fall noch mal eine Zwischenlandung machen. Das macht ja keinen Sinn, jetzt die ganze Zeit da in der Luft zu bleiben. Dann holen wir die einmal zurück. Ja, einmal das Kabel abziehen. So. Jetzt wird es aber auch gerade ein bisschen dunkler. Ja, ich schaue noch mal nach. Was sagt the App? Also es sieht schon mal wesentlich besser aus. Es könnte zwar ein paar Tropfen rausfallen gleich, aber das Dicke zieht genau zwischen Hamburg und Norderstedt durch. Okay. Oberhalb von uns. Also von dem meisten werden wir vermutlich verschont, aber nicht vor allem. Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass das nicht genau dann ist, wenn gleich die Perla hier ist. Das kann ich nämlich gar nicht gebrauchen. Heiko bestätigt das auch nochmal. Seine Tochter ist an Bord und sagt, Perla möchte 17:30 Uhr. Ja, ist aber alles im grünen Bereich. Also ich sag mal eine halbe Stunde, das ist ja in der Seefahrt noch keine Verspätung, oder? Jeder, der über die Deutsche Bahn lästert. Ja, der weiß genau, von was er redet, ja. Der ist noch nie Schiff gefahren. Ja. Da fragt einer, dass der Sohn gefragt hat, warum die Schlepper rückwärts und nicht vorwärts fahren beim Ziehen. HD. Ist eigentlich ganz einfach. Die haben, also es gibt mehrere Gründe. Der eine Grund ist natürlich, dass bei den meisten Schleppern, die wir hier im Hafen sehen, die Winde vorne ist. So, und die Winde muss natürlich in Richtung Schiff zeigen. Das heißt, der Achternschlepper fährt vorwärts, der vorne, der Schlepper fährt rückwärts. Außerdem ist es so, dass der Kapitän
mehr seine Augen auf dem Geschehen am Schiff haben muss. Also auf der Leine, auf dem, was da passiert, auf der Winde, auf dem Schiff, dem er assistiert. Da muss er seine Augen haben. Das, was hinter ihm passiert, das braucht ihn gar nicht so groß interessieren. Denn der Lotse auf dem Schiff und das große Schiff, das sorgt schon dafür, dass da niemand im Weg ist. Also der Schlepperfahrer kann sich eigentlich ziemlich genau darauf verlassen, dass hinter ihm niemand ist. Und wenn jemand hinter ihm ist, dann ist von demjenigen der Schlepper das kleinste Problem. So ist das. Ja, da hatten wir auch mal in einem Stream mit dem Philipp auf der Fairplay 95. Der hatte das auch sehr schön erklärt. Na, dazu kommt natürlich, dass die Schlepperkapitäne gerade hier in Hamburg das Revier natürlich extrem gut kennen. Also die können blind fahren. Na? Ja, und im Grunde genommen müssen sie ja einfach nur in der Linie des Schiffes bleiben, bis das eigentliche Manöver losgeht. Und da kann man auch noch mal sagen, die Schlepper, wenn wir sie hier sehen, dann haben die die Leine noch nicht stramm. Also in der Fachsprache nennen die das tight. Unterstützen, dann ist das noch nicht tight. Das Schiff fährt von alleine. Das fährt auch, also auch die Maersk ist eben weitestgehend von alleine diese Kurve in den Parkhafen gefahren. Und erst dann, wenn das Schiff gedreht wird, dann werden die Schlepper benötigt, um auch wirklich mit einem engen Wendekreis zu manövrieren. Hier ist noch eine Frage, ob die neue Fähre schon im normalen Dienst ist. Das wollte ich eben sagen, bevor ich hoch bin zum Regenschirm. Die neue, die gelbe, die Grasbrock. Guck mal, ich sehe sie sogar. Ich muss mal die große Kamera schwenken. Die ist nämlich vorhin an uns vorbeigefahren. Ach, da oben ist sie. Die ist nämlich da hinten im Einsatz. Die fährt jetzt aber irgendwie da hinten so, ja, ich weiß nicht, Teufelsbrück, Rüschpark. Also ich weiß nicht, ob die jetzt noch mal bei uns vorbeikommt. Ich hoffe es. Vorhin ist sie einmal hier vorbeigefahren. Ist also schon mehr oder weniger im normalen Regelbetrieb. Ja, 17:17 Uhr, dann kann das aber auch nicht mehr so lange dauern mit der Perla. Sag mal, Patti, ich habe heute Mittag über der Stadt immer so einen zivilen Hubschrauber gesehen. Bieten die hier Hubschrauberrundflüge über die Stadt an? Ja, ja. Gibt's weil auch. das immer der gleiche war, ja. Ja. Ja, etwas weiter links, da am Cruise Gate Altona, da liegt die Hanseatic Spirit. Oh, und ich habe wieder einen Sensorfleck entdeckt. Wir müssen den Stream stoppen. Wir müssen ihn sofort stoppen. Ja, ich muss das Bild so aufbauen, dass der Sensorfleck da vorne im Gebäude ist. Ja, Kai schreibt nochmal, das Feuerwerk gestern war sensationell. Ja, ich fand das auch schön. Also es war auch eine ganz tolle Stimmung. Also mir war das gar nicht so bewusst, aber es ist richtig so ein Happening. Da waren ganz viele Leute, die gegrillt haben, die sich Getränke mitgebracht haben. Die haben sogar Zelte aufgebaut. Also wenn ihr sagt, nächstes Jahr mal Kirschblütenfest, dann nehmt euch ruhig die Zeit. Alster, man kann auch ruhig dann 2-3 Stunden vorher da sein, da ist schon ein bisschen was los. Wir haben auch ganz viele Leute getroffen, also ganz, ganz tolle Atmosphäre. Ne? Also ich fand das Feuerwerk ja so am Anfang und im mittleren Verlauf eigentlich so ziemlich normal. Aber was ich besonders gut fand, war das Finale. Das war ja gigantisch. Das war richtig. Also der Himmel, der hat ja richtig gebrannt daher, was die da hochgejagt haben. Ja. Das war schon. Ja, es war. Ich hatte mich so ein bisschen verschätzt. Die hatten die letzten Jahre den Ponton immer mehr in Richtung Stadt. Und dieses Jahr hatten sie den Ponton dann sehr weit nach links gezogen und dann leicht gedreht. Dadurch hatten die leider das Problem, dass wir nicht frontal auf den Ponton geguckt haben, sondern mit den Hauptkameras immer so ein bisschen seitlich da drauf. Ne? Das war so ein bisschen schade, weil als sie kamen mit dem Ponton, dann dachte ich, wo wollen die hin? Die sind also über die halbe Außenalster gefahren. Von daher ein klein bisschen verschätzt mit dem Standort.
Aber gut, ein klein bisschen konnten wir das ja dann mit der Drohne kompensieren. Ja, ja, hat gut ausgesehen. Ja. Ja, Robert Kröber ist auch da und schreibt, so ist das in Japan auch, wenn Hanami ist. Ja, also in Japan ist das ja richtig eine Kunst. Also hier ist das auch eine Kunst. Ne? Ja. Also Feuerwerk kann man, glaube ich, schon als Kunst bezeichnen. Ja, ja, was die mittlerweile da abliefern. Ja. Aber diese japanischen, dieses Hanami, ich hatte da mal irgendwo was gelesen, die gehen ja teilweise eine Dreiviertelstunde, die Feuerwerke. Also das ist richtig Attacke da. Ja. Ja, hier ist nochmal die Frage, wer bei mir ist, für alle, die später gekommen sind. Bei mir ist der Arthur, Ballonpilot Arthur. Der ein oder andere kennt ihn aus dem Chat. Hat ihn schon mal gelesen. Wenn die Wetterlage ein bisschen wackelig ist, versorgt er uns auch immer mal mit ein paar extra Informationen, was Wetter angeht. Und ja, jetzt ist er gerade, oder sind sie beide mit der Ute zusammen hier auf einer kleinen Hamburg-Tour und sind mal vorbeigekommen. Ja, und der Big Kai 1984 hat das rausgehört, meine verschnupfte Stimme. Habe ich leider seit einer Woche, aber ist nichts Schlimmes, außer der Nase, die ein bisschen zu ist, geht es mir sehr gut. So, bei der Tivoli gehen die Leinen los. Da tut sich gleich was. Also die geht der Kölner Kai, den muss ich aber wirklich guten Tag sagen. Gute Kai, Gruß nach Köln. Ja, Kai, moin. Auch schon sehr, sehr lange dabei. Ja. Ja, ich glaube, die Tivoli, wenn ich das eben im Chat richtig gelesen habe, möchte zum Containerterminal Altenwerder. Wird also nicht bei uns vorbeifahren, sondern nur verholen. Verholen, das ist ja Fachsprache für Umparken. Ja, guck hier, trotzdem gute Besserung wird dir gewünscht. Danke, danke. Auch wenn du nicht Ben bist. Ja. Ja, Ben, der ist heute noch mal so für sich ein bisschen unterwegs. Ich fand das ja klasse, dass er gestern noch vorbeigekommen ist. Patrick Bach war ja auch da. Also war eine schöne Runde. Und jetzt lese ich auch, dass bei der Perla die Leinen losgehen. Gut aus. Die Tivoli möchte auch gleich raus. Ja, du sollst mal eine Buddel rumtrinken. Ja, ja, Kai. Ich musste ja noch ein Stückchen Auto fahren. Zwar nicht weit, aber trotzdem. Ja. Guck mal, André Holthöver schreibt, er macht sich mit einer neongelben Weste bemerkbar. Und Baggy schreibt AIDA Deck 11 am Bug. Ja, mit den Decksnummern habe ich es ja nicht immer, immer nicht so. Aber Deck 11 schätze ich mal etwas weiter oben ein. Also das ist eine der größten Herausforderungen, die Personen dann auch wirklich zu erkennen an Bord. Manche machen sich richtig bemerkbar, aber teilweise ist das ein bisschen schwierig. Aber es ist ganz lustig, was sich so entwickelt hat. Mittlerweile schreiben auch viele vorher, hey, wir fahren und seid ihr live und wir wollen noch mal winken. Das Schöne, muss ich immer lachen, wenn welche im Chat schreiben, ich stehe doch hier, winkt doch die ganze Zeit schon. Ja, ich stehe doch hier. Das habe ich mit Ballon auch schon gehabt. Da rief mich jemand an, ich bin unter dir, ich wink doch genau. Ja, ich hab viele Ortschaften unter mir. Ich bin einmal in meinem Leben Ballon gefahren, und zwar in Kappadokien. Oh, der Kai, ja. Das ist natürlich... ja, ist halt Massenabfertigung mit den vielen Ballons, ja, und diese Riesenapparate, die da haben. Das ist ein Riesenmassengeschäft, die haben da Gondeln drunter für 25 Personen. Ja. Aber das Bild ist natürlich einmalig. Zum Sonnenaufgang und dann diese Landschaft, die gehen ja auch gar nicht besonders hoch. Und du hast überall Ballons. Du hast neben dir, über dir, unter dir hast du Ballons. Also die fliegen da, man hat das Gefühl, dass das unkoordiniert ist, aber... ja, so einfach ist es nicht. Gab ja auch schon einige Unfälle da. Ja, aber also das war wirklich von Für mich wäre das nichts, da drin zu sein, mit dem kleinen Ballon da zu fahren, aber nicht in so riesen Apparate da. Ja, das ist natürlich ein Riesengeschäft, ne? Das muss man einfach sagen. Aber
von den Bildern her war es toll, ne? Zum Sonnenaufgang. Dann werden die, wie nennt man das, angeblasen oder wenn die... Angeblasen, anblasen, genau. Kalte Luft erstmal, dann hört man überall das Summen. Ja. Und das wird, dann hast du da die ganzen Ballons, 150, 200 Ballons. Und dann geht langsam die Sonne auf, dann gehen die ersten Brenner an. Oh. War das die Tivoli? Also für die Perla war das Horn zu laut, fand ich. Ja. Das muss eigentlich die Tivoli gewesen sein. Ja, dann sehe ich hier noch die Frage, ob für morgen ein Stream geplant ist mit der Luna und der Mein Schiff 1. Leute, also wenn sich da wettermäßig nicht noch mal richtig was tut, sieht das für morgen nicht gut aus. Morgen haben wir also wirklich ordentlich Regen vorhergesagt. Klar, es kann sich kurzfristig immer was tun, aber wenn da schon so eine fette Regenvorhersage ist, also viel kriegen wir nicht ab. Kleiner Zipfel. Meinst du, wir kommen dran vorbei? Die Struktur ändert sich laufend. Ja, wenn du das siehst, wie die vorhin ausgesehen hat, diese Zelle, ja, die war vorhin hier unten gewesen, die Zelle, jetzt ist sie hier. Jetzt ist sie schon ein bisschen offen vorne und hell. Also vielleicht ein paar Tropfen. Okay. Aber das entwickelt sich ja immer von Sekunde zu Sekunde anders. Das ist ja das beim Wetter, was nie vorhersehbar ist. Ja, Astrid und Volker schlagen vor, in Patagonien Ballon fahren. Also Patagonien würde ich auch gerne mal hin. Das muss auch eine tolle Landschaft sein. Ja, das ist halt echt immer schon fast gibt viele ist halt schon eine Weltreise. Ja, sobald du aber von oben im Ballon in der Luft bist, ist jede Landschaft schön. Ja. Ich war einmal in Chile, in Valparaiso, ja. Aber sonst habe ich noch nicht so wahnsinnig viel von Südamerika gesehen. Ja, Kolumbien war ich dann, Cartagena, aber alles nur so die Containerschiffhäfen. Ja. Ansonsten leider nicht viel von der Landschaft mitbekommen. Jetzt kommen so die ersten Tröpfchen. Ja, stell dich runter. Ist aber noch nicht weiter wild. Laptop können wir mal zuklappen. Da kommt der Partydampfer, die Koje, wie heißt die? Die Koje? Ach, da hinterm Dalben, ja. Aber jetzt haben wir erstmal hier die CMA CGM Tivoli. Die dreht und möchte dann nach Altenwerder. Ja, dann kommt hier noch der Vorschlag, ich soll vom Gin Hotel morgen streamen. Das Problem ist, die Dachterrasse vom Gin Hotel ist auch nicht überdacht. Interessantes Schiff. Also ich habe das meiner Frau gestern schon gesagt, vorne mit der Brücke vorne drauf. Das sieht schon interessant aus. Ja. Ich mag die ja. Vor 2 Wochen hatten wir ja leider einen Unfall. Da ist eine hier am Athabasca-Kai in den Kai gekracht und hat die Containerbrücke mitgenommen. Das Video, das hat auch schnell die Runde gemacht. Aber ja, was da jetzt genau war, weiß ich auch nicht. Aber ich mag die Schiffe total gerne. Und CMA steht ja noch eine hier rechts, die die Brücke ein bisschen weiter in die Mitte hat. Aber auch nicht ganz in der Mitte, sondern nur im ersten Drittel vorne. Hier rechts an der Seite. Ja. Das ist aber eine von den 400ern, oder? Ich weiß jetzt ich glaube nicht. Gar nicht genau. Ich kann mal gucken. Ich habe nicht auf den Vessel Finder geguckt. Hier kommt die Frage, was du denn für eine Wetter-App benutzt. Ja, Meteo Blue. Ist wahrscheinlich auch was kostenpflichtiges, wenn das besser. Nein, es gibt von Meteo Blue eine Free-Version und mittlerweile haben die für ganz kleines Geld jetzt für 2,90 € im Jahr noch eine Erweiterung drin, wo man eine schönere Vorhersage noch sieht, nur von der Darstellung her.
Das Wetter wird natürlich dadurch auch nicht besser. Nee. Ja, aber so 2,90 im Jahr, das kann man ja mal ausgeben. Ja, ja. Also ich bin mit Meteo Blue jetzt wirklich sehr, sehr gut gefahren. Da haben wir die Koi auch einmal gesehen, die uns hier die schöne Musik reindengelt. Dann haben wir noch Familie Iversen unterm blauen A. Ach, ob ich euch alle finde gleich. Ich kann es euch nicht versprechen, Leute. Ich kann es euch nicht versprechen. Ach, das ist ein Sportflieger. Ich dachte gerade schon, das wäre ein Horn. Ja, Nico fragt, wieso ist denn bei dem Schiff die Brücke vorne? Also der Grundgedanke ist natürlich, dass man dahinter mehr Ladung nehmen kann. Denn es gibt ja eine Vorschrift für einen Sichtstrahl, wie weit man gucken können muss. Und wenn die Brücke hinten ist, muss man ja über alle Container rüber gucken. Und dann dann können die Container vor der Brücke nicht so hoch gestapelt werden, als wenn man die hinter die Brücke packt. Und das ist die Idee dahinter. Also deshalb hat man gesagt, Brücke ganz nach vorne, und wie hoch sie dahinter stapeln, ist in der Theorie egal, hat natürlich dann irgendwann statische Grenzen, kann nicht beliebig hoch stapeln, aber man muss halt diese Sichtlinie nicht beobachten. Ja, und einer schreibt im Chat, was für ein hässliches Schiff. Ich finde, das ist Geschmackssache. Ja, Ja, ich mag sie. Also Ja, ich finde die eigentlich ganz schick, die Schiffe. Die Schiffe werden ja auch nicht nach Schönheit gebaut, sondern nach praktisch. Ja? Was am besten ausgelastet werden kann. Und da haben die wahrscheinlich sicher welche Gedanken darüber gemacht, dass sie das so machen. Im Hintergrund kommt noch die Honey. Ja, selbst bei Kreuzfahrtschiffen hat man manchmal das Gefühl, dass sie nicht auf die Schönheit achten. Ja. Das war ja bei der, was war das? Die Queen Anne, glaube ich, mit dieser komischen Brücke da Ja, mittendrin. Ja, da hat ja der Ingo der ja dabei war, von Meyer. Ja, der hat einen rausgehauen. Fand er nicht so dolle. Ja, ist letztendlich Geschmackssache, ne? Aber klar, ich meine, wenn man natürlich so eine Cap San Diego sieht, das ist halt ein Schiff, ne? Ja, das ist richtig ein Schiff. Da kommt eine Lotse. Kommt noch ein Lotse, kann sein, dass der zur Hanseatic will. Oh, jetzt wird wieder ein Papst gewählt. Ne? Ja, da gibt es noch mal einen Heizergruß. Mhm. Perla ist auch in Bewegung. Ja, es wird wieder so ein bisschen heller. Ja, wir haben Glück, so wie das aussieht, dass da nicht viel Meinst du, wir haben Glück? ist. Ja, könnte sein. Ja. Ne? Ja, und die Honey, die dreht auch schon ab. Es kann sein, dass die auch nicht raus möchte, sondern auch da zum Athabasca-Kai. So, und diese Welle wird Ihnen präsentiert von Lotse 4. Ja, lieber Freunde, bewegt sich ganz schön der Ponton hier. Ja, ich habe schon gesagt, ich will mich irgendwann demnächst mal oben hinstellen. Ja. Da hat man die Fähren nicht vor der Nase und da wackelt es nicht. Aber da fehlt mir natürlich so ein bisschen der Weitblick. Aber ich will das demnächst mal ausprobieren. Wird auch mal wieder Zeit für einen Teststream. Ja, hast du lange nicht mehr gehabt, gell? Ja, ich hatte die eine Zeit lang etwas überinflationär zu viel getestet. Ja, Jürgen schreibt, er ist in 10 Tagen auf der Vasco da Gama. Und er sagt, ein sehr schönes Schiff. Die finde ich in der Tat auch sehr, sehr schön. Die war schon lange, glaube ich, nicht mehr hier. Aber die hatten wir, ist das schon 2 Jahre her? Also es ist schon eine ganze Weile her, da hatten wir die hier im Stream. Und ich muss sagen, ja, die hat mir auch sehr gut gefallen.
Guck mal, Susi war gestern in der Schifffahrtsschule beim Tag der offenen Tür und durfte da mal im Simulator einen Schlepper steuern. Ja, das ist cool, oder? Auch Das gut, ja. glaube ich auch. Ich durfte ja einmal ein paar Meter geradeaus fahren auf Fairplay 95. Aber das ist auch abgefahren. Die haben ja diese Joysticks quasi. Ne? Ja. Das ist Wahnsinn, wie die reagieren. Ne? Ja. Also das ist wie Drohne fliegen. Ja. Wirklich, das ist so feinfühlig. Die lassen sich so genau steuern. Also das macht richtig Spaß. Ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass die Schlepperjungs da immer Spaß dran haben, wenn sie mal eine Pirouette drehen können. Schlepperballett sowieso. Ja, oder Schlepperballett. Wobei Schlepperballett setzen sie ja hauptsächlich die mit dem Volt-Schneider-Antrieb ein. Ja. Die haben ja keine Joysticks, die haben ja dann dieses große Rad. Ja. Ne? Die drehen ja die ganze Zeit am Rad. Drehen sind, Ja. Guck mal, Björn schreibt, toller Gast. Nein, er schreibt, Paddy und Gast, toller Livestream. Ja, ich übersetze das mal, toller Gast. Die Bedeutungshoheit nehme ich mir mal raus. Da ist die Commodore von Meyer, auch ein großes Fahrgastschiff. Ja, es wird wieder heller insgesamt. Also könnte tatsächlich sein, dass wir um den Regen weitestgehend herumgekommen sind. Hast du schon mal eine Kreuzfahrt oder habt ihr schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Auch noch nicht. Nee. Wird mir auch, glaube ich, nicht so gefallen. Also ich bin da nicht so. Ich mag lieber ein bisschen die Ruhe als die Masse. Ja. Musst du eine Frachtschiffreise machen? Ja. Ich werde es demnächst mal probieren. Ich bin da auch, ich sage das immer wieder, ich bin da auch vorurteilbehaftet, was die Menschenmengen angeht. Aber ich freue mich auch, es mal auszuprobieren. Klar, man muss es mal probiert haben, ja. Aber ich glaube, landschaftlich ist das Richtung Norwegen auch gar nicht so verkehrt. Das ist schön, ja. Was man da so an Filmen immer schon sieht, ja. Die ist schon in die Fjorde da reinfahren, das ist schon klasse, ja. Aber es gibt ja bei den Kreuzfahrten natürlich auch unheimlich viel unterschiedliche Konzepte. Ja, ja. Na, da gibt es ja vom Partyschiff bis hin zu Ultraluxus, viele Menschen, wenig Menschen. Gut, je weniger Menschen, umso höher dann meistens auch der Preis. Genau. Ja. Ach guck mal, da sind Paddler auch unterwegs. Ne? Die finde ich ja immer bemerkenswert. Also wenn da hier irgendwie so zwischen den großen Schiffen auf der Elbe so Paddler sind. So, da geht Hanni rein. Ja, FV schreibt auch, auf der Hanseatic Spirit hätte man seine Ruhe. Glaube ich sofort. Aber danach ist auch Ruhe im Portemonnaie. Ja. Oder Ebbe. Ich weiß nicht, wo das losgeht, aber ich schätze mal unter 6.000, 7.000 Euro, glaube ich, ist da nicht so wahnsinnig viel zu holen. Ich bin ja so der Typ mit Massen an Leute. Liebt das lieber, wenn das ein bisschen ruhiger ist. Wir wohnen noch ein bisschen außerhalb, so ziemlich schön am Waldrand. Ja. Und Autoverkehr kennen wir bei uns nicht, wo wir wohnen. Ja, da im Hintergrund, ganz weit weg, da sehen wir unseren kurzen Olaf und irgendwo da müsste dann gleich mal die Perla erscheinen. Ein paar Minuten haben wir noch. So lange kann die Hanni da mal ganz in Ruhe anlegen.
Hinten kommt die Kehr wieder. Guck mal, Jens schreibt, er war auf der AIDA Mar nach Norwegen und er meint, 2000 plus Leute waren kaum zu merken. Tja. Wie gesagt, ich glaube, man muss es mal ausprobieren. Ne? Ja, ja. Jedem das seine. Also der Bass von der Koi. Sag mal, wie weit ist die weg, bitte? Ich höre den Bass immer noch. Die fährt von uns noch weiter weg. Da legt Hanni an. Sag mal, der Brief von der Tonne, ist der eigentlich angekommen? Ja, ist alles angekommen. Hat das alles funktioniert? Ja, das hat alles funktioniert. Ja, sind alle angekommen. Schöne Aktion war das, wirklich. Ja, das war witzig, ne? Müssen wir uns nächstes Jahr mal irgendwas überlegen mit der Tonne. Ja. Kriegt jeder im Chat eine Postkarte geschickt. Du, wir haben sowas in der Art überlegt und wir dachten, wir machen da eine Charity-Aktion draus. Was weiß ich, du spendest 10 Euro, 20 Euro. Schön. Das Problem ist, die Logistik, die Adressen zu bekommen, und die Adressen muss dann ja auch jemand auf diese Postkarten schreiben. Oh ja. Oh ja. Und ich habe so ein bisschen Angst davor, dass ich da dann mit 500 Postkarten sitze. Wenn das reicht. Und das Problem, das wüsste ich noch nicht, wie man das löst. Ne? Oder ob jemand uns eine Postkarte schickt, aber die möchten dann natürlich gerne eine, die wir geschrieben haben. Ja, ja. Und wollen ja nicht eine, die sie sich selber geschrieben haben. Also nicht so einfach. Auf die Feldpost ist Verlass. Der Postbüttel muss es ja wissen, ja. Ja. Ach, siehst du, Patti, hier melden sich schon die Ersten, die kommen zum Adresse schreiben. Schön. Schön. Ursi fragt, ob ich das Horn von der Stettin und der Mein Schiff abspielen kann. Nee, das habe ich nicht im System drin. Ich habe ja auch immer nur so die einzelnen kurzen Hörner. Mein Schiff und Stettin, das war ja richtig, wie wir mal sagen, Hornbattle. Also beide 3 lange Töne, dann noch einen kurzen hinterher. Und wenn ich das abspiele, das geht halt sehr lang. Na, deshalb habe ich das nicht im System drin. Ein Etikettendrucker, ja. Ja. Wir müssen da mal ein bisschen drauf rumdenken. Ich glaube, es wäre eine schöne Sache. Ich glaube, es wäre auch toll, sowas so als Charity zu machen mit einer Spende.
Wir haben ja jetzt ungefähr ein Jahr Zeit. Big Kai, du kannst ruhig fragen, ja. Ja, Postbüdel, vielleicht schaffe ich auch 2 Karten pro Jahr. Aber vielleicht können wir dieses Problem ja an den Postbüdel auslagern. Das ist auch eine gute Idee, ja. Wir lassen das einfach von einem Fachmann lösen. Ja. Ja, Big Kai, wir sind nicht beleidigt und angefressen, wenn man Ballon fliegen sagt, weil ganz einfach, wenn jemand schon mal Ballon gefahren ist und sagt fliegen, da ist eine Flasche Sekt fällig, deswegen sind wir da nie angefressen, weil wir trinken gerne Sekt. Es gibt ja viele so Begrifflichkeiten, wo gerne drauf rumgeritten wird. Aber ich glaube, diejenigen, die damit ganz eng zu tun haben, die sehen das gar nicht so eng. Im englischsprachigen Raum gibt es nur den Begriff Flying, die können den Unterschied überhaupt nicht. Ja. Okay. Und das ist bei uns ein bisschen so die Tradition. Ja. Also bei uns hat auch bis vor ein paar Jahren im Pilotenschein gestanden, Luftfahrerschein noch. Ah, okay. Ja, das ist, man ist früher zur See gefahren, dann ist man auch zur Luft gefahren und da war der Begriff Fahren mit drin halt, ja, in der deutschen Sprache halt. Ich finde mal, das Wichtigste ist, dass jeder weiß, was gemeint ist. Wir haben uns immer einen Spaß draus gemacht. Ja. Wenn wir einen wieder getroffen haben, ich bin letztes Jahr mit dir Ballon geflogen, da habe ich angefangen zu lachen, da war eine Flasche Sekt fällig, ja, das ist doch gut. Hauptsache, der sieht das auch so. Ja, ja. So, gleich müsste hier irgendwann aber mal die Perla um die Ecke kommen. Ich finde, da hinten könnten wir auch noch ein bisschen Licht gebrauchen. Bei uns kommt wieder etwas die Sonne raus. Und wenn ich mal nach hinten gucke, seht ihr auch, da hat schon ein bisschen aufgelockert. Aber da hinten über der Stadt, da hängen noch ein paar Wolken. Da können sie hängen, solange sie nicht hierher kommen. Ja, so kann man das auch sehen. Aber was über der Stadt hängt, zieht von uns weg. Stimmt. Der Wind geht in die Richtung. Ja. Wobei wahnsinnig viel Wind haben wir ja nicht. Nee. Gut, in der Höhe ist schon Bewegung drin. Ja, wir haben ja hier direkt am Seemannshöft ein Windmesser. Ja. Wobei der geht, glaube ich, verkehrt. Der sagt mir nämlich eine Windstärke 5. Die glaube ich jetzt nicht. Nee. Die glaube ich nicht. Never. So, ich glaube, wir sehen die ersten Aufbauten von der Perla da hinten. Hinterm Terminal, da fährt was Weißes durch. Also regelmäßig sieht bis 8 Uhr jetzt alles trocken aus. Guck, hier kommen auch schon die Ersten, die sagen, ich hätte gerne eine Karte. Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele von euch gerne eine Karte dann hätten. Das kann ich mir gut vorstellen. Ach, guck mal, hier die Fähre, ne? Die ist gerade richtig schön im Licht. Das sieht natürlich toll aus, wenn man dann den dunklen Hintergrund hat. So, jeden Moment muss sie da ums Eck kommen. Ja, das siehst du jetzt. Ja, im Hintergrund sehen wir da den Schornstein. Claudia sagt, ich soll Lufthansen steigen. Also Claudia, wir können noch einen kleinen Moment warten, wenn die da ums Eck ist. Dann reicht das. Damit der Akku dann auch lange genug hält. Wenn die gleich hier auf dem Hauptfahrwasser ist, dann können wir starten. Philipp, danke für das Lob. Danke für das Lob. So, jetzt müssen wir jeden Moment den Kussmund sehen. Ach stimmt, davor ist ja noch hier das hier die Einfahrt vom Kühlbrand. Da kommt sie gleich raus. Renate, ja, die Postkarte oder alles, was ihr an Post in die Postboje schmeißt, bekommt halt auch einen besonderen Stempel. Da steht dann irgendwie dran, irgendwas mit Hafengeburtstag, Feldpost, großer, ovaler Stempel. Also es ist schon schön.
Es ist schon eindrucksvoll, wenn die da um die Ecke kommen. Perla und Prima, nicht bei Meyer gebaut. Ich glaube, die wurden in Japan gebaut. Ja, Blauglas. Warte mal einen Moment. Ich glaube, die fährt noch ein schönes Licht rein. Jetzt hat sie in der Tat noch kein tolles Licht da hinten, aber meine Hoffnung ist, dass nach hierher wir noch ein bisschen schickes Licht bekommen. Ja, die Perla ist etwas kleiner als die Nova. Ja, guck, da haben wir auch ein paar echte, waschechte AIDA-Fans. AIDA Love Forever. Das sind die AIDA Ultras, im Chat. Tony is here and he writes, Rotterdam is cool, but the Hamburg skyline is unique and awesome. Tony, I'm 100% with you. Rotterdam ist in der Tat, wenn es wirklich um Schiffe geht, äußerst interessant. Die Vielfalt ist Wahnsinn, auch der Verkehr, das ist ja krasser als am Flughafen, das ist ja heftiger als in Frankfurt. Aber so die ganze Szenerie und so, muss ich sagen, da macht Hamburg so schnell keiner was vor. Mhm. Matthias, du erwischt mich auf dem falschen Fuß. Matthias fragt nach der Route von der AIDA. Die habe ich leider nicht zur Hand. Aber ich bin mir sicher, dass irgendjemand im Chat gleich aushelfen kann. So, ich kann ja schon mal Lufthansen so langsam ready machen. Lufthansen, ja. Ich muss auch mal sehen, dass ich hier ein Loch erwische, wo gerade keine Fähre da ist. Mhm. Jetzt kommt nämlich eine von hinten, die muss ich erst noch abwarten. Ja. Ja, und die gelbe kommt auch, die neue. In unsere Richtung? Ja. Ach, cool. Ja, die Fähre lassen wir noch durch. Ja, die Route wird berechnet. Metropolentour schreibt jemand im Chat. Ja, die Metropolentour geht ja meistens so in Richtung Rotterdam. Southampton steht oft auf dem Programm. Le Havre, Seebrügge. Das sind so meistens die Häfen. Geht immer meistens so eine Woche. Scheint auch ein echter Schlager zu sein, weil du kannst du jede Woche machen, diese Tour. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so reizvoll vom Ziel her. Aber gut, für jemanden, der dann sagt, Mensch, ich möchte in der Metropole vielleicht an Land gehen, shoppen oder ähnliches, für den könnte das natürlich ganz spannend sein. Brigitte wird am Dockland gemeldet. Den Pfiff hören wir bis hier hoch. Boah, das ist aber auch dunkel da im Hintergrund da hinten, ne? Ist ja richtig eine Suppe. Die legen schon wieder ab. Die legen schon wieder ab. Hallo. Moin.
Ja, ist für die Drohne aber auch immer noch verhältnismäßig weit weg. Oh, ich muss das Kabel natürlich reinstecken, bevor ich umschalte. Ah komm, die kriegt aber schon schön Licht. Also die fährt jetzt richtig schön ins Licht rein. Genau, Das ist natürlich dann mit dem dunklen Hintergrund schon ganz toll. Na, guck mal, wie die leuchtet. Postbüdel ist auch gut. Ostwestfalen meldet Regen. Gut, dass fast alle Ostwestfalen in Berlin sind. Ja, das ist so. Auch cool, wie sie das Hermannsdenkmal hergerichtet haben, ne? Mit einem Arminia-Trikot. Habe ich gerade gesehen. Das ist ja alles so Teil meiner Kindheit. Ne? Ja, Hermannsdenkmal, das hat man als Schulklasse dann immer besucht Ja, und ja. so. Ne? Wo ist denn die gelbe Fähre hin? Ist die nach Finkenwerder reingefahren? Gucken wir Drohne. Ach guck mal, von hinten kommt die Kirchdorf. Das ist eine alte Fähre. Ja, eine alte Fähre, Die sehr neue schön. ist wohl nach Finkenwerder reingefahren. Ne? Ich habe gedacht, die kommt hier runter. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir gleich jemanden erwischen von den Gästen. Carsten auf See fragt, wann es die neue Drohne mit Zoom gibt. Das ist doch schon die neue Drohne mit Zoom. Guck mal, ich kann euch das mal zeigen. So sah das vorher aus mit dem Weitwinkel, mit der alten Drohne. Und jetzt mit der neuen haben wir im Prinzip 3 Objektive mit 3 Zoom-Stufen. Oh, schön, ne? Wie die Kirchdorf da vorfährt. Tolles Bild. Meine Kamera ist schief. Oder das Schiff ist schief.
Melli und Jörg haben geschrieben, Brigitte war spitze, an Bord klar und deutlich zu hören. Wir stehen links unter dem blauen A. Die Perla ist schief. Ja, die werden alle auf eine Seite stehen, wollen Party zugucken, deswegen sind die ein bisschen schief. Dann stehen die aber auf der falschen Seite. So schief, wie die gerade ist. Also die Wasserwaage bei der Kamera sagt, dass sie gerade ist, aber selbst Wasserwagen traue ich ja nicht mehr über den Weg. Ja, jetzt merkt man auch, dass sie ein bisschen Fahrt aufnimmt. Brigitte ist das lauteste Objekt im Hamburger Hafen. Ja, Brigitte braucht auch eigentlich ein eigenes AIS. So, haben wir denn da vielleicht schon die ersten Winker? Vorne am Bug hatten wir doch irgendwie Kandidaten. Wo winkt es? Wo winkt es? Ist da irgendwo jemand?
Horst hat seinen Fernseher einfach rechts etwas höher gestellt. Jetzt passt es mit der Perla. Wunderbar. Da winkt doch jemand. Da haben wir doch den ersten Winky. Oh, jetzt hinterm Dalben leider. Auch in der Mitte auch noch mit Tücher. Ja, wir müssen es jetzt erstmal hier am Dalben vorbeilassen. Da haben wir doch Winken vorne. Ach, guck mal, und hier an der Seite. Da. Also Frankie, 72, die Frage kann ich dir nicht beantworten mit der Einstellung. Da musst du mal selbst gucken. Was fragt er? Überall wird gewunken. So, die hatten wir. Mit der Warnweste. Da ist die Warnweste. Warte mal, da über dem... Da ist sie. Und jetzt kommt die Fähre. Ja, gut, dann muss ich auf die Drohne gleich gehen. Oh, da ist die Warnweste. Die Rettungsweste. Oh, jetzt muss ich auf die Drohne, weil uns die Fähre vor die Nase Unter fährt. dem A oben ist auch jede Menge. Das A, da das A. Sehr schön. Ja, euch allen eine gute Reise. So, jetzt bleibe ich mal auf der Drohne. Oh, die fährt aber auch echt flott weg. Ja. Beide Drohne.
Hier kommt noch jemand, der eine Welle machen möchte. Ja, ja. Guck mal, die sind extra etwas langsamer gefahren und haben noch gegrüßt. Das ist doch lieb. Oha, guck mal, wer hinter uns kommt. Hanseatic Spirit ist ja auch schon fast hier. Unterwegs. Die sind schon fast da. Leute, so haben wir aber nicht gewettet. Okay, tschüss, liebe Aida Perla und allen Gästen eine tolle Reise. Ist schon toll, wie die jetzt leuchten vor dem dunklen Hintergrund. Ja, für meinen Geschmack mal wieder viel zu schnell hintereinander. Aber das hat die Perla kaputt gemacht. Die ist zu spät raus. Big Kai hat gefragt, man sieht nie den Lotsenumstieg bei der AIDA, wie lange die mitfahren, aber ich glaube, die waren auf der Rückseite hier. Die sind meistens auf der Steuerbordseite. Ja, weil jetzt fährt gerade ein Lotsenboot von der AIDA wieder zurück. Dann haben wir das nicht gesehen, weil es auf der anderen Seite war. Ist mehrere Kilometer weg, die hörst du immer noch. Das war nicht die Perla. Ja, für Hörner steht man hier leider etwas ungünstig, aber dafür hat man hier lange was von den Schiffen. Der Home of the Horn Preis des Tages geht an die Hanseatic Spirit. Wir müssen nur mal darüber reden. Genau. Schon geht es.
Ja, und jetzt hat man auch gerade gesehen, im Hintergrund ist der Lotse am Heck vorbeigefahren. Im Hintergrund seht ihr die Strandperle, da wo die ganzen Schirme sind. Oh, die ist auch jetzt flott unterwegs. Haben wir denn da einen Gast zufällig drauf, der zuschaut? Das ist eigentlich immer eher selten. Das ist aber ein schönes Schiff, muss ich schon sagen. So, dann kommt wieder die Fähre. Gleich zurück. Ah, da haben wir den Lotsen. Jetzt sehen wir es einmal.
Da geht er rüber. Jetzt haben wir es einmal gesehen. Relativ klein, aber ich glaube, ihr konntet das erkennen. Ja, und da sind sie auch schon beide weg. Die Aida Perla schon richtig weit weg da hinten. So, ja. Haben wir aber richtig fairen Alarm gerade. Muss man noch abwarten, bis ich landen kann. Ingo fragt, ob ich die Drohne jedes Mal an- und abmelden muss, wie gestern. Nein, also weil hier fliege ich in einem Bereich, der nicht genehmigungspflichtig ist. Hier muss ich mich nicht an- und abmelden. Gestern war das Einzugsgebiet vom Heli-Landeplatz Krankenhaus St. Georg. Das muss man vorher beantragen und dann beim Tower jeweils immer noch den Aufstieg genehmigen lassen. Aber hier bis 50 Meter. So. Aber dann können wir mal so langsam landen. Ja, ich möchte auf jeden Fall noch mal auf unsere Fleetfahrt hinweisen. Am 5.7. machen wir ja eine Community-Fleetfahrt mit ELAS und natürlich mit unserer geschätzten Lieblingsschiffsführerin Claudia. Wenn ihr Lust habt, da mitzukommen, könnt ihr euch da ab sofort bei ELAS auf der Webseite anmelden. So, einmal, welches ist denn jetzt meine? Ach, die hintere. Ich habe auch die falsche gefilmt. Waren zwei Drohnen gerade am Himmel. So, okay. So, ich lande einmal und dann bin ich bei euch. So. Darf ich die einmal da drauflegen? Okay. Ja, das war zwar schnell hintereinander, aber glaube ich ganz schön. Wetter hat auch gehalten, also alles im grünen Bereich, wie man so schön sagt. So, und ich will noch mal versuchen, ob ich das hier mit meinen Danksagungen hinkriege, ohne dass ich wieder ständig in einer Reihe verrutsche. Nee, ich kriege das, glaube ich, nicht hin. Also irgendwie ist dieses... So, ich probiere das mal. Ich probiere es mal. Der Jolle
9 Monate dabei. For Papa Whisky 14 Monate. Der Puppenspieler 10 Monate auf Twitch. André Holthöver 2 Euro Superchat. Bison 10 Monate auf Twitch. Thomas Seifert 19 Monate. Thomas Flash 5 Euro Superchat. Misas Little World ist 2 Monate mit dem Prime Sub dabei. Wurstbrot Inferno 9 Monate auf Twitch. Euro RS 3 Monate. Tony Roberts 10 Euro. Robert Kröber haut 5 Mitgliedschaften raus. Der Nordlicht 20 Euro Superchat. Dijo eine verschenkte Mitgliedschaft. Genauso wie Renate Kinner auch eine Mitgliedschaft verschenkt. Dann haben wir den Christian 11 Monate auf der Speicherstadt. Ronos 2 Euro Superchat. Carsten aus See 17 Monate. Norbert 17 Monate. Bilbo 10 Monate auf Twitch. Patti Mai mit einem Prime Sub neu dabei. Lamayana 100 Bits. Der Hamburg-Spotter mit 5,99 und F Hawk oder FHWK ist jetzt neu auf dem Fischmarkt dabei. Ein ganz liebes Dankeschön für eure Unterstützung. Ganz, ganz fettes Danke. So, da fahren die beiden von dannen. Ich glaube, irgendjemand hatte eben noch gesagt, es könnte noch jemand aus dem Parkhafen, aus Waltershof rauskommen. Ach hier, CMA CGM Marlin, 294 Meter, legt ab im Parkhafen. Ja, sollen wir die noch mitnehmen? Ich glaube, das wäre doch eine schöne Sache, oder? Also wir fahren mit der nächsten ne? Fähre ja. jetzt. Ja. Musst nur gleich das Mikro hier lassen. Ja, ja. Bevor ich in die Elbe schmeiße, gebe ich es lieber dir. Ja. Ja. Naja, wir haben ja erst eins in der Elbe. Ne? Es klingt immer so, als ob wir schon zig Mikros versenkt hätten. Nein, aber ja. Ist immer wieder zu sehen und zu hören, diese Aktion. Ja, dann sage ich im Chat schon mal Tschüss, weil nächste Fähre nehmen wir und fahren wieder zurück. Ich wünsche euch allen noch ein schönes, entspanntes Wochenende und wir sehen, hören und schreiben uns. Ja, Arthur, schön, dich mal persönlich kennengelernt zu haben. Gerne. Ist ja immer toll, wenn man dann auch mal ein Gesicht zu einem Namen aus dem Chat hat. Und ganz, ganz dickes Dankeschön natürlich auch immer für die Infos, die du raushaust, die Unterstützung mit dem Wetter, auch wenn du es nicht wirklich beeinflussen kannst. Ja, ja. Aber schuld bist du trotzdem. Ja, muss das sein. Einer muss immer die Schuld haben. Ja, da hinten kommt auch noch ein Fieder. Ach, guck mal, da geht's auch schon los im Parkhafen. Gut. Da geht das schon los. Ja, das Mikro nehme ich dir mal ab. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal Tschüss, Arthur, mit der nächsten Fähre. Dann weg. So, falls da noch eine Fähre kommt, können wir ja noch mal schnell hier den Akku wechseln. Ja, weil gleich kommt eine Fähre, also lieber jetzt noch mal schnell starten. Ich denke mal, dass jetzt die Lufthansa-Technik kommt. Dann geh mal unten rein und guck dir vorne das Cockpit an. Ach, ein schönes Schiff, die Marlin. Tolle Patina. Ganz tolle Patina. So, Achtung einmal, ich gehe noch mal kurz hoch. Alles frei hier. So, Lufthansa ist wieder einsatzbereit. Noch ein schönes Containerschiff. Genau, Used Look nennt man das, Vintage Style. Die Einstellung mag ich.
Ja, die hatten wahrscheinlich beim Ablegen einen Schlepper und die ist ja jetzt nicht ganz so lang. Ja, die ersten verabschieden sich schon. Also wir machen auch nach dem Schiffchen Schluss, denn heute ist dann auch mal für mich Fußballabend. Oh, jetzt kommt, was ist das, für DLRG oder Feuerwehr von hinten? Feuerwehr. Hinten war ein Schlepper dran, jetzt sieht man es. Moin. Hallo. Ich bin sofort bei Ihnen. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Darf ich kurz landen? Ja. So. Ich warte einmal, bis die Fähre weg ist, ne? So, jetzt haben wir Polizeikontrolle. Ich lasse euch gleich mal alleine. Können wir damit schon mal anfangen? Ausweis kommt gleich. Vorsicht bitte einmal.
So. Arthur, alles klar. Tschüss, ne? Mach's gut, mein Lieber. Mach's gut. Ja. So, ich lege euch mal gerade an die Seite. Ja gut, ist ja auch mittlerweile eine komplexe Materie, ne? Mit den ganzen Geozonen und so, dann noch Temporome-Sperrzonen ein paar Meter drüber. Also das war auch heute. Das war gestern, der war angemeldet beim Tower. Ja, die 3 sind von heute. Okay, das ist jetzt 50 km/h. Ja, das ist aber tatsächlich mal eine halbe Stunde. Das war nicht passiert. Das ist in der Tat. Genau. Sie haben ja jetzt zumindest einen Führerschein. Ich bedanke mich. Ja. Schönen Feierabend, der hoffentlich bald kommt. Tschüss. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ja, das war jetzt quasi die erste Polizeikontrolle mit der Drohne. Die wurden gerufen, von wem auch immer, aber hier waren insgesamt 3 Drohnen unterwegs. Was natürlich ganz lustig ist, sie sagten, ja, wir kennen sie ja. Aber die müssen natürlich dann dort trotzdem alles einmal kontrollieren. Und ja, Drohnenführerschein, Versicherung kontrollieren die, dann natürlich den Personalausweis. Und jetzt haben sie noch mal geguckt, dass ich die Flughöhe nicht überschritten habe. Ich war einmal auf 55 Meter. Ja, das ist so wie 50 km/h fahren und dann fährt man mal 55. Aber nein, die waren super freundlich, die 3 Jungs. Schade, dass Schwester Hansen nicht da war. 2 sahen echt gut aus.
Ne? Nein, und im Endeffekt ist es ja die Sache, man muss mit dieser ganzen Drohnenthematik vorbereitet sein. Das heißt, man sollte halt seine Papiere dabei haben, man sollte genau wissen, was man tut. Und dann ist das halt auch kein Problem. Ne? Die Frage ist halt immer, wer ruft jemanden, weil hier eine Drohne fliegt. Das ist dann aber wieder eine ganz andere Problematik. Ne? Ja, will ich mich auch nicht drüber auslassen. Letztendlich ist es, glaube ich, wichtig, dass man, gerade wenn man das natürlich mit einem Livestream verbindet, dass man dann schon genau weiß, was man da tut. Genauso wie gestern der Flug, den wir ja beim Tower angemeldet haben. Aber ich finde es ja auch gut, wenn dann mal so eine Kontrolle ist, dann hat man im Grunde genommen auch die Bestätigung, dass es alles okay ist. Na? Ja, ihr Lieben, ich habe euch jetzt einen Moment alleine gelassen, auch das Mikro mal an die Seite getan. Ich weiß nicht, ob ihr davon was mitbekommen habt, aber naja. Ja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Ende. Und ja, ich will gleich zum Fußball. Ich kann nur sagen, ach warte, ich zeige mich doch gerne auch noch mal. Ich komme noch mal ins Bild. So, warte mal, bin ich drauf? Ja. Ja, die hatten auch gesagt, sie wissen ja, dass ich hier einen Livestream mache, also die kennen mich ja. Und was ich halt auch teilweise zusätzlich mache, ist, wenn die Flüge, obwohl sie hier nicht genehmigungspflichtig sind, schicke ich immer vorher noch mal eine E-Mail an die beiden zuständigen Polizeikommissariate. Es gibt halt zwei. Einmal Wasserschutzpolizei, das waren jetzt die Kollegen landseitig, die sind ja nicht mit dem Boot gekommen. Deshalb standen sie auch plötzlich hinter mir. Ich schicke da immer vorab eine E-Mail hin und sage hier Drohnenfluganmeldung nicht genehmigungspflichtig. Schicke denen dann aber schon mal alle Papiere, damit so eine Kontrolle halt möglichst reibungslos abgeht. Ja, und das war jetzt Premiere. Also so gesehen eigentlich auch eine schöne Sache, dass man es mal gemacht hat. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr alle so wahnsinnig zahlreich wieder eingeschaltet habt. Danke auch für eure Unterstützung im Chat. Ein fetter Dank geht natürlich an Arthur, der jetzt schon weg ist. Und da kommt noch ein ganz interessantes Schiff. Vielleicht zeige ich das gleich noch als sogenanntes Closeout. Ja, vielen Dank natürlich für eure Kanalunterstützung. Ich gucke noch einmal kurz, ob da noch was reingekommen ist. Moment. Einmal noch einen Blick hier auf das iPad. Ich glaube, da sind noch 2, 3 Nachzügler. Astrid und Volker sind seit 8 Monaten dabei. Thomas Gatterer 9 Monate. Und ich glaube, das war es schon. Der FHWK, neues Fischmarktmitglied, den hatten wir schon. Ja, also fettes Dankeschön, wie ihr den Kanal immer unterstützt. Also es ist wirklich ganz, ganz lieb. Das finde ich, ist einfach großartig. Also mir fehlen da die Worte. Ich unterhalte mich da auch mit Tanja immer drüber. Wir finden, dass das eine mega Community ist, die sich hier aufgebaut hat. Und wir freuen uns also immer echt wahnsinnig, ja, wenn wir streamen können. Morgen wird es höchstwahrscheinlich nichts. Wettervorhersage nicht gut. Nichtsdestotrotz wisst ihr ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Also wenn sich das Wetter dreht, kann das durchaus sein, dass ich noch mal rausfahre. Mein Schiff ist natürlich für Hamburg immer was Besonderes. Aber wenn es in Strömen gießt, dann wird das nichts. Ja, fettes Dankeschön auch an unsere lieben Moderatoren, die wieder fleißig waren. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht gesehen, wer alles dabei war. Ich glaube, natürlich Sebastian Kolze war dabei. Natürlich war Tanja die ganze Zeit dabei. Kirsten habe ich gesehen. Ich habe Remo und Antje gesehen und ich glaube, ich habe auch Sandra gesehen im Chat. Ein fettes Dankeschön an euch Lieben. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Schwester Hansen hatte sich, glaube ich, abgemeldet. Ja, dann sage ich, drückt mal die Daumen heute Abend für Arminia. Habt einen schönen Fußballabend. Und ich sag mal, over and out, ihr Lieben.